Ein harmloser Stoß an den Tisch, eine kleine Berührung und schon zeigt sich ein blauer Fleck, der aussieht, als hätte man sich schwer verletzt. Wer häufig Hämatome entdeckt, ohne sich an eine konkrete Ursache zu erinnern, stellt sich irgendwann die berechtigte Frage, was stimmt da nicht? Tatsächlich sind häufige oder ungewöhnlich große blaue Flecken nicht nur ein kosmetisches Thema. Sie können ein wichtiger Hinweis auf innere Prozesse sein, von harmlosen Ursachen bis zu ernsten Störungen im Blut, im Gewebe oder im Immunsystem. Nummer 1. Empfindliche Blutgefäße. Bei manchen Menschen sind die kleinen Kapillaren unter der Haut besonders fein oder durchlässig. Schon leichte Stöße reichen aus, um sie platzen zu lassen. Das tritt vor allem bei älteren Menschen oder bei vererbter Bindegewebsschwäche auf. Auch Sonne, Kälte oder trockene Haut können die Gefäße empfindlicher machen. Wer oft blaue Flecken bekommt, sollte beobachten, ob bestimmte Körperstellen, zum Beispiel Arme oder Beine, besonders betroffen sind und ob die Flecken schnell oder ungewöhnlich langsam abheilen. Nummer 2. Vitamin-C-Mangel. Vitamin C ist entscheidend für die Bildung von Kollagen, das die Blutgefäße stabil und elastisch hält. Fehlt es daran, etwa durch einseitige Ernährung, chronischen Stress oder Rauchen, können die Kapillaren schneller reißen, selbst bei kleinen Belastungen. Typische Begleiterscheinungen: Müdigkeit, Zahnfleischbluten, Immunschwäche. Schon ein Glas frisch gepresster Orangensaft, Brokkoli oder Paprika täglich kann helfen, die Blutgefäße zu stärken. Nummer 3. Eisenmangel. Ein niedriger Eisenwert kann die Sauerstoffversorgung der Zellen und die Blutgerinnung beeinträchtigen. Dadurch entstehen schneller Hämatome, oft begleitet von blasser Haut, brüchigen Nägeln oder ständiger Erschöpfung. Frauen sind aufgrund der Menstruation besonders gefährdet. Ein einfacher Bluttest zeigt, ob Eisenmangel vorliegt. In diesem Fall helfen eisenreiche Lebensmittel wie rote Beete, Linsen, Spinat oder spezielle Präparate. Nummer 4. Blutgerinnungsstörung. In seltenen Fällen steckt eine ernsthafte Störung im Gerinnungssystem dahinter, etwa ein Mangel an Blutplättchen oder eine Gerinnungserkrankung wie die von Willebrand-Krankheit. Die Blutung stoppt langsamer und es entstehen größere oder schmerzhafte Blutergüsse. Hinweise darauf können Nasenbluten, starkes Zahnfleischbluten oder ungewöhnlich lange Blutung bei kleinen Verletzungen sein. Eine ärztliche Abklärung ist hier dringend zu empfehlen. Nummer 5. Medikamente. Einige Medikamente beeinflussen die Blutgerinnung oder die Stabilität der Gefäßwände. Dazu gehören Blutverdünner, Cortisonpräparate, Antidepressiva oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel wie Ginkgo oder Fischöl in hoher Dosis. Wer solche Präparate nimmt und plötzlich vermehrt blaue Flecken bemerkt, sollte mit dem Arzt über Dosierung oder Alternativen sprechen. Nummer 6. Leberprobleme. Die Leber spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung von Gerinnungsfaktoren. Ist sie überlastet, zum Beispiel durch Alkohol, Medikamente oder eine chronische Lebererkrankung, kann es zu vermehrter Blutungsneigung kommen. Weitere Anzeichen sind gelbliche Haut, Juckreiz, Müdigkeit oder Völlegefühl im rechten Oberbauch. Auch hier kann ein Blutbild Aufschluss geben und frühzeitiges Handeln verhindert schwerwiegende Folgen. Und Nummer 7. Hormonelle Veränderungen. Frauen bemerken blaue Flecken manchmal während bestimmter Zyklusphasen, in der Schwangerschaft oder unter hormoneller Verhütung. Östrogene beeinflussen die Gefäßelastizität. Bei Schwankungen kann es zu mehr Durchlässigkeit kommen. Auch hier gilt: Beobachtung ist der erste Schritt. Wenn die Flecken plötzlich auftreten oder sehr häufig werden, lohnt sich ein Gespräch mit dem Gynäkologen oder Hausarzt. Möchtest du jetzt noch wissen, was Schockierendes mit deinem Körper passiert, wenn du täglich Haferflocken isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.